Grüezi und herzlich willkommen. Heute geht's nach Splügen im Kanton Graubünden in der Schweiz. Dort werden wir die nächsten Tage die Gegend erkunden und zusammen, so hoffe ich, viele schöne Orte entdecken. Aber wir werden uns nicht nur das interessante Splügen näher anschauen, sondern auch die Umgebung des geschichtsträchtigen Bergdorfes. Natürlich werden wir auch wandern und uns an der eindrucksvollen Natur erfreuen. Last but not least, wir schauen uns den berühmten San Bernardino Pass näher an. Dieser wurde nämlich bereits von den Römern benutzt. Nun, wieso sollen nicht auch wir ihn befahren? Los geht's! Auch wegen der grandiosen Aussicht auf die Kurfürsten stoppen wir bei der Raststätte Wallensee. Die Kurfürsten sind je nach Zählweise 6 bis 13 Berge im Kanton St. Gallen, die zusammen eine beeindruckende Bergkette bilden. Mit 2306 Metern ist der Hinterrück der höchste Berg der Kurfürsten. Südwärts fällt die Kette beinahe senkrecht bis zum Wallensee auf 419 Metern über Meer ab. Fahren wir weiter. Bei der Autobahnraststätte Heidiland machen wir einen weiteren kurzen Stopp. Die Betreiber suchen den Erfolg mit dem Mythos Heidi. Mit dem Namen Heidiland wird die gesamte Region in der Schweiz und im Ausland vermarktet. Mit augenscheinlich recht gutem Erfolg. Weiter geht's Richtung Splügen. Zeigt zwar an, wo es lang geht, aber wo wir hier genau sind, das verrate ich euch, nämlich ganz nah an der Raststätte Viamala. Der Blick durch die Panoramafenster im Restaurant und auf der Terrasse schweift über Felder und Wiesen hinauf zu den Burgen Ehrenfels und Hohenrätien, zum Piz Beverin und hinüber ins Domleschg. Natürlich kann man gleich von hier aus etwas die nähere Umgebung erkunden. Absolut zu empfehlen ist der Viamala-Markt mit regionalen Produkten und einem attraktiven Spielplatz für die Kinder. Doch wir haben weiterzufahren. Unser nächster Zwischenhalt ist bei der berühmten Viamala-Schlucht. Auf Rätoromanisch heißt Viamala schlicht und einfach schlechter Weg. Aus zeitlichen Gründen werden wir uns die Schlucht ein anderes Mal anschauen. Doch ein paar beeindruckende Impressionen vom Eingang zur Schlucht wollen wir machen und dann fahren wir weiter zu unserem Ziel. Nebenbei, der Ort an der ist zu schön, um nicht wenigstens einen kleinen Eindruck von dieser hübschen Ortschaft einzufangen.
Das machen wir doch gleich jetzt. Ander liegt fast 1000 Meter über Meer und schmiegt sich prächtig in die Landschaft ein. Bekannt ist der grüne Anderer Orthokneis, besser bekannt unter dem Namen Verde Ander. Er wird am Rand des Dorfes von 2 Betrieben abgebaut und auch verarbeitet. Setzen wir unsere Fahrt fort. Im kleinen Stausee Bernburg halten wir kurz und genießen den hübschen Ausblick. Der Stausee gehört zur Kraftwerke Hinterrhein AG, die größte Kraftwerkskombination im Kanton Graubünden und eine der größten in der Schweiz betreibt. Tja, noch eine Sehenswürdigkeit vor unserem Ziel, die Rofla-Schlucht, die wir uns aber ein anderes Mal ansehen werden. Nun ist es nicht mehr weit bis Splügen. So, unser Ziel für heute ist erreicht. Als erstes werden Hunger und Durst gestillt. Gleich anschließend besichtigen wir das Dorf. Das markanteste Hotel im Ort ist das 1722 erstellte Hotel Bodenhaus. Es ist eines der ältesten und traditionsreichsten Hotels des ganzen Kantons. Nebenbei, das Essen und der Service ist übrigens von einer herausragenden Qualität. Der Stutzbach wälzt sich mitten durch das Dorfzentrum. Ja, und das, was wir hier nun sehen, das ist keine Steinhalde oder sonst irgendwas, sondern ein Hausdach. Steindächer halten jahrhundertelang. Weitere Vorteile sind Frostbeständigkeit und hohe Stoßfestigkeit. Ebenso der ästhetische Wert, da sich dieses Naturmaterial ideal in die Landschaft einfügt. Das Dorf Splügen, das übrigens auf 1450 Metern über Meer liegt, befindet sich an der Verzweigung der Routen zu den Pässen Splügen und San Bernardino. Beide Pässe wurden schon in römischer Zeit als Verbindungsrouten von und nach Italien genutzt. 1995 erhielt Splügen den Wackerpreis, der vom Schweizer Heimatschutz für den beispielhaften Schutz des Ortsbildes verliehen wird. Wir sind nun im unteren Teil des Dorfes, nahe dem Hinterrhein. Diese rund geschliffenen Steinkugeln stammen aus dem Hinterrhein. Sie wurden 1952 nach einem Hochwasser auf den Kiesbänken unterhalb des Ufers im jetzigen Stauseegebiet abgelagert. Die Natur hat sie durch ständige Rotation im Fließgewässer zu Kugeln geformt.
In den Felsschluchten des Hinterrheins sowie des Avernerrheins sind zahlreiche sogenannte Gletschermühlen, in denen solche Steinkugeln entstanden sind, erkennbar. Wir laufen nun gemütlich am Hinterrhein entlang. Dieser führt durch den unteren Dorfteil von Splügen. Hier fließt der Hüschernbach in den doch wesentlich größeren Hinterrhein. Im historischen Dorfkern von Splügen können wir die alten, aber wunderschönen Häuser bestaunen. Bereits alleine deshalb lohnt sich ein Spaziergang durch die Gassen allemal. Nun, für heute bin ich müde und gehe schlafen. Morgen wird gewandert. Grüezi und guten Morgen. Als Wanderweg haben wir uns für heute den sogenannten Rheinquellweg nach Sufers ausgesucht. Der Hinweg dauert ungefähr eine Stunde. Der Rückweg kann dann entlang des Hinterrheins in lauschiger Umgebung angetreten werden. Der Panoramaweg führt uns von Splügen 4 Kilometer nach Sufers. Es geht leicht bergauf und bergab, jedoch mit minimalen Höhenunterschieden von ungefähr 50 bis 100 Meter. Das abwechslungsreiche Wandern durch Felder und Wälder ist wirklich für jedermann zu schaffen, zumal auch bei starkem Sonnenschein die Bäume angenehmen Schatten spenden. Der Weg führt mitten durch einige
Biolandwirtschaftsbetriebe, die natürlich gerne ihre Naturprodukte zum Kauf anbieten. Es lohnt sich sehr, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Bei Sufers geht es dann hinunter zum Sufnersee. Von hier aus kann man mit dem Postauto zurück nach Splügen fahren oder, wie wir es machen, am Hinterrhein entlang zurück nach Splügen laufen. Ein sehr schöner Weg und ist absolut zu empfehlen. Dieser Panoramaweg war es wirklich wert, dass wir ihn gegangen sind. Nach einer kleinen Pause und einer Stärkung machen wir uns auf den Weg zum San Bernardino Pass. Der Pass verbindet die Täler Rheinwald auf der nördlichen und Misox auf der südlichen Seite und trennt die westlich liegenden Adula-Alpen von der Tambo-Gruppe im Osten. Die Luftdistanz zu den Passfußorten beträgt 4 Kilometer bis Hinterrhein, 1620 Meter über Meer, und 12 Kilometer bis Mesocco, 790 Meter über Meer. Seinen Namen erhielt der Pass, der früher Mons Avium oder Vogelberg genannt wurde, im 15. Jahrhundert, als zu Ehren des heiligen Bernardin von Siena eine Kapelle erbaut wurde.
Auch die Römer benutzten bereits den breiten, topografisch einfachen Passübergang. Ein herrlicher Ausblick ins Tal und auf die gegenüberliegenden Berge. Der Blick in die Ferne bleibt uns allerdings wegen den Wolken verwehrt. Der noch bis ins späte Mittelalter benutzte Weg führte etwa einen Kilometer östlich der heutigen Passstraße am Fuß des Piz Uccello, zu Deutsch Vogelhorn, entlang. Natürlich nichts, ohne euch auch noch etwas vom Schnee zu zeigen, der zwar nicht mehr so üppig, aber trotzdem noch liegt auf dem San Bernardino Pass. Ist unter uns gesagt wunderschön hier, obwohl das Wetter nicht gerade kooperiert mit uns, sieht leicht bewölkt, sogar neblig, aber trotzdem schön, wunderbar. Auf der Passhöhe verlaufen die europäische Hauptwasserscheide und die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Italienisch. Im Jahr 1823 wurde auf der Passhöhe ein Hospiz eröffnet. Heute werden hauptsächlich Touristen mit Getränken und einfachen, aber guten Speisen bedient. Später werden wir uns auf die Rückfahrt machen und uns einen gemütlichen Abend gönnen. In der nächsten Episode, auf einer kurzen Wanderung, erkunden wir die Naturschönheiten der Gegend um das Dorf Nuvenen. Und im Val Ferrera erwarten uns die tiefen Becken des Aversa Rheins, auf Romanisch Randa Ferrera.
sowie das sehenswerte Bergdorf Innerverehrung. Und ja, natürlich, wir fahren auf den Splügenpass. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und wieder dabei seid, wenn es wiederum wunderschöne Orte zu entdecken gibt. Bis bald!